Ein Fluss wie das Meer. So nannten ihn einst die Ureinwohner entlang seiner Ufer. In ihrer Sprache hieß das Paraná, der zweitlängste Strom Südamerikas. Ein Gigant, der sich über 3000 Kilometer erstreckt. Vom Ursprung im Norden des brasilianischen Bundesstaates São Paulo über die weiten Ebenen Paraguays und Nordargentiniens bis zum Paraná-Delta vor den Toren der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Ein Teil Südamerikas, der wenig bekannt ist. Die Paraná-Region ist ein weitläufiges Naturparadies. Ihre Landschaften zum Teil noch unberührt und authentisch. Auf einem Gebiet von fast 3 Millionen Quadratkilometern. Der Paraná ist aber auch ein Symbol der Globalisierung. Entlang des riesigen Stromes treffen unterschiedliche Interessen aufeinander. Internationale Konzerne auf lokale Kleinbauern. Das Gesicht des Flusses hat sich an vielen Orten verändert, auf Kosten der Umwelt. Heute geht es am Paraná um das Überleben der Natur. Entlang seiner Ufer wohnen Menschen, die sich dafür einsetzen. Sie wollen den Fluss erhalten. Sie alle eint ihre Passion für den Paraná. Das Wasserkraftwerk Itaipu zwischen Paraguay und Brasilien hat den Paraná zurückgestaut. Auf einer Länge von rund 200 Kilometern. Der Paraná sieht entlang dieser Strecke wie ein Stausee aus. Ganze Landstriche wurden überschwemmt. Der Fluss ist bis zu 4 Kilometer breit. Der Rückstau Richtung Norden zwang rund 40.000 Menschen, ihre Häuser und Dörfer zu verlassen. Betroffen waren vor allem indigene Völker wie die Guarani. Am Paraná leben die Ureinwohner Paraguays heute kaum mehr. Viele wurden in Reservate umgesiedelt. Eine Dorfgemeinschaft aber ist an den Fluss zurückgekehrt. Vor rund 2 Jahrzehnten kam Don Julio mit 20 Familien wieder hierher. Von einem Tag auf den anderen war alles anders durch das Stauwerk. Als das Wasser anfing zu steigen, mussten wir weit weg von hier. Und als wir zurückkamen, war es so, wie es jetzt ist. Es hat sich verändert. Vorher war der Fluss unser Weg. Unser Weg war der Paraná. Don Julio hat das Stück Urwald, das die Gemeinschaft bewohnt, gekauft. Das Geld dafür verdiente er durch Holzverkauf, auf dem Land, das ihm die paraguayische Regierung weit weg vom Fluss zugeteilt hatte. So entstand ein neues Guarani-Dorf an alter Stätte. Der Name Ayapahu. Seine Bewohner leben vom Fischfang und von der Jagd im Wald. Die Menschen in Ayapahu versorgen sich weitestgehend selbst. Der Reichtum unserer Gemeinschaft ist Fisch. Aber auch alles, was in der Natur noch übrig geblieben ist. Manche sagen, Ayapahu ist die ärmste Gemeinde, aber aus meiner Sicht sind wir reich. Neben einfachen Hütten wurde auch ein neues Schulgebäude errichtet. Die Gemeinschaft soll noch viele Generationen bestehen.
Was uns besorgt, ist das Soja, das um uns herum angebaut wird. Es wird mit Gift bespritzt und das ist schlecht für uns. Und es wird überhaupt nur Soja angebaut, kein anderes Lebensmittel. Wir Ureinwohner nehmen aber kein Soja zu uns, nur sie. Mit Mais wäre das etwas anderes. Herumliegende Maiskolben würden wir aufsammeln. Soja aber nicht. Soja zerstört den Boden, es zerstört den Wald, es zerstört das Wasser und damit auch die indigenen Gemeinden. Ayapahu liegt in einem kleinen Urwald, 5 Kilometer vom Paraná entfernt. Daneben ist großflächig abgeholzt worden. Es dominieren Sojafelder. Monokulturen bestimmen das Landschaftsbild. Die Sojabauern wollen mehr Anbaufläche. Um weiter zu expandieren, haben sie auch das Land von Don Julio im Auge. Der aber verpachtet nur einen Teil davon an die Landwirte. Seine Heimat will er kein zweites Mal verlassen müssen. Gleich am Anfang haben wir den Druck von den Sojabauern gespürt. Einer wollte den Wald mieten und Holz mitnehmen. Ein anderer wollte Brennholz machen. Ihr seid so arm, haben sie gesagt. Verkauft den Wald doch. Aber hätten wir damals verkauft, wären wir jetzt ärmer. Soja ist ein blühendes Geschäft. Den Urwald und die Artenvielfalt aber hat es weitgehend verdrängt. Mach aus deinem Soja Kunst. Werbung für verschiedenfarbige Fungizide, die Felder bunter machen sollen. Kunst für die einen, Zynismus für die anderen. Am Paraná ist nur noch wenig Urwald vorhanden. Nicht am Hauptlauf des Flusses und auch nicht an seinen Nebenarmen. Wie es einmal war, sieht man rund 200 Kilometer weiter westlich. Im paraguayischen Naturreservat Mbaracayú stehen heute über 60.000 Hektar Urwald unter Naturschutz. Die UNESCO hat Mbaracayú im Jahr 2000 zum Biosphärenreservat erklärt. Ein Gebiet mit reicher Tier- und Pflanzenwelt, das beständig überwacht wird. Sixto Fernández arbeitet im Reservat für die Forschungsstation von Paraguays größter Umwelt-NGO. Sixtos Partner Vidal Franco ist zuständig für eine der körperlich anstrengendsten Arbeiten. Er klettert bis zu 35 Meter hohe Bäume hinauf, mit einer Technik, die ans Bergsteigen erinnert. Der geschützte Urwald von Mbaracayú soll bei der Wiederaufforstung helfen, auch am Paraná. Über 100 der Urwaldriesen sind als Samenbäume ausgewählt worden, weil sie gesund sind und weil diese Arten an anderen Orten Paraguays wieder angepflanzt werden sollen. In der Krone wachsen Samen, mit denen sich der Baum vermehren kann. Sixto und Vidal sammeln Proben, die sie in die Hauptstadt Asunción schicken. Dort entsteht eine Baumsamenbank, um gezielt wieder aufforsten zu können. Ich fühle mich, als würde mir der Urwald gehören. Ich wohne in der Nähe, bin hier aufgewachsen. Wenn ich arbeite, fühle ich mich wie ein Kind des Reservats. So etwas wie hier, was wir unseren Enkeln einmal zeigen können, gibt es nicht mehr. Sie holzen alles ab, aber dies ist der einzige noch bestehende Urwald, der durch ein Spezialgesetz langfristig geschützt ist.
a perpetuidad. 28 verschiedene native Baumarten gibt es hier in Baracayú. Früher gab es sie in ganz Paraguay. Wegen der anhaltenden Abholzung ist aber im Osten des Landes kaum noch Urwald erhalten. Nur rund 15% des ursprünglichen Bestandes stehen noch. Baracayú dagegen ist ein Naturparadies. Es erinnert daran, wie es auch weiter östlich am Paraná vor dem Sojaanbau aussah. Das ist ein Gürteltier. Ein Jaguar hat es gefressen, vor etwa 3 Tagen. Bevor es geregnet hat, konnte man die Spur noch besser sehen, aber man erkennt, dass das ein Jaguar war. Überwachungskameras sind speziell für die Beobachtung nachtaktiver Tiere aufgestellt worden. Sixto und Vidal treffen die Raubtiere während ihrer Touren im Reservat höchst selten. Wenn es hochkommt, einmal im Jahr. Zurück in der kleinen Forschungsstation am Rande des Urwalds wertet Sixto die Aufnahmen aus. Einzeln umherschweifende Raubkatzen kommen zum Vorschein, manchmal ganze Familien. Und regelmäßig der bis zu 300 Kilogramm schwere Tapir. Wir haben alle möglichen Tiere hier in unserer Datenbank. Am meisten gefällt mir, wenn der Jaguar herauskommt. Er ist ein sehr schönes Tier, das seinen Lebensraum verliert. Mich beeindruckt, wie er geht. Umso mehr noch, wenn er Junge hat. Das ist schon faszinierend. Die kleine Sammlung von Tierpräparaten in der Forschungsstation gibt einen Eindruck von der Artenvielfalt in Baracayú. Zurück am Paraná. Schon bald könnten hier mit Hilfe der Samen aus dem Baracayú neue Bäume gepflanzt werden. 150 Kilometer weiter südlich schwillt der Fluss auf die Größe eines Sees an. Dahinter steht die enorme Staumauer des Wasserkraftwerks Itaipú. Es ist eines der bedeutendsten Bauwerke Südamerikas der letzten Jahrzehnte. Itaipú war einst der größte. Seit dem Bau des Drei-Schluchten-Dammes in China 2006 ist es der zweitgrößte Staudamm weltweit. Einen Rekord aber hält Itaipú bis heute. In keinem anderen Kraftwerk der Welt wird so viel Energie produziert wie hier. Ein Koloss aus Beton, der Brasilien mit Paraguay über den Paraná verbindet. Und ein Freundschaftsprojekt beider vormals verfeindeter Länder, das dauerhaft für Strom auf beiden Seiten des Flusses sorgt. Die Kathedrale der Energieversorgung wurde von 34.000 Arbeitern zwischen 1973 und 1982 errichtet. 1984 ging das Kraftwerk ans Netz. Heute liefern seine insgesamt 20 Turbinen über 100 Terawattstunden im Jahr. Zum Vergleich die 10-fache Menge eines mittleren Kernkraftwerkes. 75% des Elektrizitätsbedarfs Paraguays werden durch Itaipú gedeckt und immerhin 17% des riesigen Nachbarlandes Brasilien. Der Bau von Itaipú hatte auch seinen Preis. Die Überschwemmungen durch den Wasserrückstau vertrieben Menschen und töteten viele Tiere. Heute arbeiten über 3000 Menschen in der gigantischen Stauanlage. Hunderte von Sicherheitsleuten schotten sie hermetisch ab.
Auch in der riesigen Generatorenhalle werden die Ausmaße des Megaprojektes deutlich. Mit Blick auf die weitreichenden Konsequenzen für die Umwelt werden Kosten und Nutzen von Itaipu bis heute kontrovers diskutiert. Die massive Betonkonstruktion ist aber auch Teil des Nationalstolzes Paraguays und Brasiliens. Itaipu ist ein Besuchermagnet, vor allem abends. Auf beiden Seiten ertönt dann klassische Musik. Der Staudamm wird angestrahlt. Ein führendes US-Magazin für Wissenschaft und Technologie zählt Itaipu zu den 7 Wundern der modernen Welt. Zusammen mit der Golden Gate Bridge, dem Eurotunnel unter dem Ärmelkanal oder dem Empire State Building. Über 20 Millionen Touristen haben das Wasserkraftwerk seit 1977 besucht. Selfie-Time vor eindrucksvoller Kulisse. Auch das ist Itaipu. Genau hinter dem Megakraftwerk fließt der Paraná wieder in seiner ursprünglichen Form. Kaum einer hier kennt den Fluss so gut wie Francisco Amarilla. Ein auf beiden Seiten der Grenze bekannter Naturschützer. Er erforscht seit Jahren den Paraná und das ihm angeschlossene Ökosystem. Der Paraná ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich arbeite auch als Touristenführer und war lange auf Schiffen tätig. Es ist ein wichtiger und ein sehr interessanter Fluss. Er ist der 7. größte der Welt, was seine Ausdehnung und seine Wassermenge betrifft. Francisco macht regelmäßig Abstecher auf die unbewohnte Insel Acaraí mitten im Paraná. Von dort hat er einen exklusiven Blick auf eine Brücke, an deren Bau schon sein Vater beteiligt war. Sie verbindet die Städte Foz do Iguaçu auf brasilianischer und Ciudad del Este auf paraguayischer Seite. Speziell Foz ist durch den Bau des Itaipu-Kraftwerkes stark angewachsen. Dort leben heute über 300.000 Menschen. Francisco wohnt seit langem in Foz do Iguaçu und ist passionierter Fahrradfahrer. Eine seltene Spezies in dieser Weltgegend. Paraguay hat er komplett mit dem Zweirad durchquert und über seine Reise ein Buch geschrieben. Mit dem Fahrrad hast du eine bessere Aussicht. Steigst ab, wann du willst. Wenn dir ein Bach im Weg ist, dann hebst du das Rad einfach drüber. Es ist meine Leidenschaft und das beste Fortbewegungsmittel, wenn du Fotos machen willst. Die Gesundheit dankt es dir, die Umwelt und dein Geldbeutel auch. Am Stadtrand von Foz bietet Francisco Touren in den Urwald an. Den kennt er vor allem deswegen so gut, weil ihm die Ureinwohner vieles erklärt haben. Dieser Pfad heißt auch der Jaguar-Pfad. Das ist eine Hommage an den Jaguar. Normalerweise kommen sie immer an so einem Donnerstag wie heute raus. Ich würde euch gern diese gelbe Frucht hier am Boden erklären. Ich weiß nicht, wie sie auf Spanisch heißt. Auf Portugiesisch heißt sie Uvaia und enthält ein Sedativo. Die Eidechsen kommen raus, essen und sind dann wie auf Droge und können nicht mehr laufen. Das ist der Moment, in dem die Ureinwohner sie leicht fangen können. Auf Franciscos Touren werden die Besucher mit dem Urwald vertraut gemacht. Mit seinen ursprünglichen Seiten, aber auch mit den Dingen, die der Mensch verändert hat, etwa durch die Einführung von Pflanzen aus anderen Kontinenten.
Diese Pflanze hier heißt Sebrina. Sie kommt aus Afrika, hat sich aber wegen des günstigen Klimas sehr gut angepasst und ist zur Plage geworden. Sie tötet alle anderen Pflanzen im Wald um sie herum. Diese Pilze sind extrem giftig. Der kleine da ist noch gefährlicher. Die Farbe bestimmt seine Giftigkeit. Er ist eine Droge. Wenn du die Hälfte davon rauchst, bist du 3 Tage auf Reise. Wenn du einen ganzen rauchst, bye bye forever. Dann kommst du nicht wieder. Bye bye forever. Ya no viene más. Am Ende der Tour führt Francisco die Besucher zu versteckten Wasserfällen mit glasklarem und kaltem Wasser. Die perfekte Abkühlung bei Temperaturen von fast täglich 35 Grad im Sommer. Doch die meisten Menschen, die hierher kommen, wollen vor allem eines sehen. Sie wollen zu den weltberühmten Wasserfällen von Iguazú. Der Fluss Iguazú ist ein Zufluss des Paraná. Millionen von Besuchern strömen pro Jahr in das Dreiländereck. Unberührt ist dieses Naturspektakel schon lange nicht mehr. Die Szenerie dennoch einzigartig. Auf rund 3 Kilometern stürzen sich 20 größere und 250 kleinere Wasserfälle den Fluss Iguazú hinunter, bevor dieser schließlich in den Paraná mündet. Über allem aber thront der Hauptwasserfall, der sogenannte Teufelsschlund. Eine U-förmige, 150 Meter breite und 700 Meter lange Schlucht. Die Guarani nannten den Fluss, der sich hier in die Tiefe stürzt, Iguazú. In ihrer Sprache bedeutet I Wasser und Guazú groß. Hinter den Wasserfällen beginnt der Iguazú-Nationalpark. Allein auf der argentinischen Seite ist er 677 Quadratkilometer groß. Er beherbergt einen der letzten Reste des Regenwaldes in der Region. Der Park ist ein wichtiger Schutzraum für die vielfältige Tierwelt. Wir befinden uns hier in der Sektion Yacuy, am östlichen Ende des Nationalparks Iguazú. Weiter im Osten ist die Ortschaft Caburey. Viele der Menschen dort jagen aus kultureller Tradition. Cecilia Moyano arbeitet hier im Nationalpark als Parkwächterin und muss dabei oft wenig zimperlich vorgehen. Denn Wilderer treiben ihr Unwesen. Zahlreiche bedrohte Säugetiere wie der Jaguar sind die Beute der illegalen Jäger. Und die Raubkatze findet wegen des unkontrollierten Abschießens auch kleinerer Tiere keine Nahrung mehr. Cecilia sucht nach Spuren, die anzeigen, ob Menschen bereits vor ihr hier waren. Es importante ver que esta planta, que es un helecho, está cortada.
Dieser Farn ist im 45-Grad-Winkel abgeschnitten. Er ist schon ziemlich trocken, das heißt, er wurde vor ein paar Tagen abgeschnitten. Der hier auch. Das ist eine Art und Weise zu markieren, wo man langgegangen ist. Nicht die unsere, sondern eher von denen, die hier jagen. Dieser Schnitt ist frischer. Vielleicht sind gerade Leute im Wald. Aufgrund der Feuchtigkeit, die er noch hat, kann es sein, dass der Schnitt von heute ist. Die beiden Parkwächter stoßen weiter in den Urwald vor. Dabei ist Vorsicht geboten. Die Jäger sind bewaffnet und nicht selten auch alkoholisiert. Schließlich werden sie fündig. Was wir hier sehen, ist eine Salzfalle. Sie machen das auf sehr einfache Art und Weise. Sie schneiden eine Plastikflasche auf und tun Salz hinein. Dort drüben haben sie sich ein paar junge Baumstämme gesucht, Draht herumgewickelt und einen Hochsitz gebaut. Dann sitzen sie drauf und warten, dass die Tiere an das Salz gehen, erschießen die Tiere und nehmen sie mit. Und wir bauen das jetzt hier ab, okay? In diesem Fall reicht es, die Salzfalle zu zerstören und damit ein Zeichen an die Jäger zu senden. Manchmal ertappen die Parkwächter Jäger auch auf frischer Tat. Und im schlimmsten Fall muss Cecilia ihre Schusswaffe ziehen. Die Leute, die hier jagen, sind vor allem aus dieser Gegend. Es geht da viel um kulturelle Tradition. Das hat schon der Vater gemacht, der Großvater oder der Onkel. In einigen Fällen geht es darum, seine Männlichkeit unter Beweis zu stellen. Das ist zum Beispiel der Fall, wenn der Jaguar geschossen wird. Entweder er hat davor eine Kuh gerissen oder man will zeigen, dass man der Beste ist, weil man einen Jaguar erlegt hat. Das Tier ist zwar schwer zu finden, aber die Jagd ist keine große Wissenschaft. Sie ist nicht so schwer. Einen Jaguar zu erschießen, wohl wissend, dass es hier in der Gegend nur noch 45 bis 60 davon gibt, das ist schon allerhand. Wir machen auch Umweltkurse an Schulen. Dabei gehen wir nicht direkt an die Jäger ran. Wir erklären eher deren Kindern und deren Verwandten, wieso es so wichtig ist, dass der Urwald, der Park, hier so bleibt, wie er ist. Rund 50 Kilometer sind es vom Osten des Iguazú-Nationalparks zurück zum Dreiländereck am Paraná. An der Stelle, wo der Iguazú in den Paraná fließt, stoßen Argentinien, Paraguay und Brasilien aufeinander. Auf argentinischer Seite liegt die Stadt Puerto Iguazú. Gelegen an den zwei großen Flüssen der Region ist sie der Ausgangspunkt für alle, die die berühmten Wasserfälle sehen wollen. Das Städtchen lebt von Kurzzeiturlaubern, die zu jeder Jahreszeit aus der ganzen Welt kommen. In einer Gegend, in der ein weltweit einzigartiges Naturspektakel Besucher begeistert, erinnert am Stadtrand von Puerto Iguazú dieses Haus daran, wie der Mensch die Umwelt dauerhaft verändert. Sein Besitzer hat ihm den Namen Ökologisches Flaschenhaus gegeben. Gebaut ist es aus Plastikflaschen und anderem Kunststoffmüll. Das Projekt Flaschenhaus entstand Anfang 2001.
In dieser Zeit befand sich Argentinien in einer schweren Wirtschaftskrise. Viele Argentinier hatten keine Arbeit mehr. Ich bin Elektriker, habe eine Schule abgeschlossen, aber wir mussten damals Alternativen suchen, um unsere Schulden zu bezahlen. Wir schuldeten verschiedenen Händlern Geld. Die Lösung war, Müll einzusammeln, Dosen, Flaschen, Karton und Eisen. Den Müll haben wir auf Fahrräder geladen und damit die Brücke nach Brasilien überquert, um ihn dort zu verkaufen. Damit haben wir ein bisschen Geld verdient, um unsere Familien zu ernähren. Das war eine sehr schwierige Zeit. Am schlimmsten war die psychologische Belastung. Es war die Verachtung, die Menschen entgegenschlägt, die mit einer Karre Müll sammeln, bis wir beschlossen, uns diesen psychologischen Druck selbst zu nehmen. Wir haben einfach auf unsere Karren geschrieben, wir sind ökologische Soldaten und beschützen den Planeten für Sie. Alfredo Alberto Santa Cruz hat aus einer Notlage heraus ein Recyclingkonzept entwickelt. Und dies in einem Land, in dem Plastikmüll auf der Straße landet oder verbrannt wird. Sein Flaschenhaus in Puerto Iguazú soll ein Zeichen setzen. Heute, rund 2 Jahrzehnte später, spricht er über sein Projekt auch außerhalb Argentiniens. In Kolumbien oder Bolivien hat er bereits Vorträge gehalten. Das Erste, was wir versuchen zu vermitteln, ist, wie man mit dem Müllsammeln Geld machen kann, um der Ausrede entgegenzuwirken, ich habe ja keine Kohle, ich kann ja nichts machen. Danach bringen wir den Leuten bei, Häuser zu bauen und auch, wie sie Möbel herstellen können. Wenn ich sage Möbel, dann meine ich Betten, Tische, Sofas oder Schränke. Alles klar? Auf geht's. Die verwendeten Flaschen stammen teilweise aus dem eigenen Abfall. Andere hat Alfredo Alberto ärmeren Familien abgekauft, die davon leben, Müll einzusammeln. Sein Haus will das in Argentinien oft noch randständige Thema Umweltschutz ins Bewusstsein rücken. Sozial Schwächeren soll gezeigt werden, wie man aus der Not eine Tugend machen kann. Hier haben wir ein Holz einer Palette, das einen Schlitz hat, in den wir die Flasche stecken und dann noch einen Schlitz, auf dem wir einen Cutter angebracht haben. Danach machen wir daraus Faden. Das kann sogar ein Kind machen. Man muss nur hier ziehen. Und so stellen wir auf schnelle Art und Weise einen Faden her. Und damit kann man jede Menge machen. Handfeger, Besen, Körbe, Teppiche, Vorhänge, Taschen, Gürtel, Seile, Obstschalen, Brotkörbe. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Alfredo Albertos Recycling 2.0 überrascht. Sicher würde niemand in einem gut situierten Viertel jemals freiwillig ein Haus aus Plastik bauen. Sein Ansatz soll in den armen Vierteln Südamerikas diejenigen Häuser stabiler machen, die aus einfachem Material sind. Die Mischung aus Ökologie und sozialem Engagement könnte Schule machen. Sein Flaschenhaus versteht er als Touristenattraktion und als eine Art Bildungseinrichtung. Das, was den Unterschied macht, ist Wissen. Wenn die Staaten der Erde, in denen die Menschen in Armut leben, ihren Bürgern Wissen vermitteln würden, dann wäre die Situation anders. Die Menschen verfallen in Armut und sterben daran, weil sie nicht wissen, dass sich Lösungen für ihre Probleme direkt vor ihrer Haustür befinden. Ich bin zwar nicht der Gouverneur, aber ich habe einen Hubschrauber. Südlich von Puerto Iguazú trennt der Paraná jetzt Argentinien von Paraguay. Brasilien hat der Fluss an dieser Stelle hinter sich gelassen. Auf der argentinischen Seite liegt die Provinz Misiones. Am dicht besiedelten Paraná-Ufer liegen kleine Häfen, wie zum Beispiel der von El Dorado. Hier in der Abgeschiedenheit ist der Paraná ein Verbindungsweg. Vor allem für Paraguayer, die schnell einen Arzt benötigen. In Argentinien ist die medizinische Versorgungslage besser. Mit Privatbooten wird über den Fluss hin und her gerudert. Ja.
Der kleine Grenzverkehr findet unter Aufsicht von Soldaten statt. Wir fahren jetzt nach Paraguay zurück. Wir hatten von dort drüben einen Kranken herübergebracht. Jemand war von einer Giftschlange überrascht worden und ist zusammengebrochen. So war's, oder? Ja, genau. Und jetzt bringen wir den paraguayischen Offiziellen nach Hause. Ich bin von der paraguayischen Armee. Wir haben unseren argentinischen Brüdern einen Gefallen getan. Wir sind hier auf dem Fluss Paraguay. Ja, der Paraná. Gefahren wird zu jeder Tages- und Nachtzeit. Geld gibt es dafür keines. Mit den lecken Booten muss man sich beeilen, da sie schnell volllaufen. Nach Paraguay rudert ein Paraguayer. Der Argentinier kann sich zurücklehnen. Wir müssen oft Leben retten in dieser armen Gegend. Aber wir rudern einfach immer weiter. Wir sind da, ist auch gut so. Wir waren kurz vorm Untergehen. Für beide Paraguayer auf dem Boot geht es nach Hause. Jetzt muss der Argentinier ran. Auf der argentinischen Seite des Paraná, in der Provinz Misiones, ist die Landwirtschaft recht vielseitig. In Paraguay dagegen dominieren wieder die Sojamonokulturen. Die Stadt Santa Rosa del Montaí trägt den Beinamen Paraguays Soja-Hauptstadt. Nur unweit davon, in der Gemeinde Tavapi, will der World Wildlife Fund dagegen zurück zu ursprünglichen Formen der Landwirtschaft. Er hat einer örtlichen Frauenvereinigung Matebäume geschenkt. Mate ist sowohl in Argentinien als auch in Paraguay Nationalgetränk. Den Matebaum gibt es hier in der Gegend ansonsten kaum mehr. Die Frauen sollen unabhängig von der Sojawirtschaft werden. Wir sind von Ausländern umgeben, vor allem von Brasilianern, die sehr viele Hektar Land haben. Wir haben gerade mal 8 Hektar, wenn es hochkommt, aber sie haben Hunderte davon. Und auf ihren Ländereien sprühen sie Gift. Gemeinsam sind wir stärker und können auch was gegen die Verschmutzung tun, ganz egal, wie viel Hektar einer hat oder nicht. Zusammen sind wir stärker. Ninfa Villalba ist Vorsitzende der Mate-Frauen von Tavapi. Das Projekt läuft erst seit kurzem. Noch hat es keinen großen Ertrag gebracht. Aber es gibt Hoffnung. Es ist auch eine Rückbesinnung auf alte Traditionen. Schon die Mutter von Ninfa baute früher Mate an, bevor der Druck der Sojaindustrie Kleinbauern in die Enge trieb. WWF-Projektleiter Oscar Rodas möchte das volle Potenzial der Mate-Pflanze ausschöpfen. Yerba Mate nährt sich aus dem reichhaltigen Boden der Alto Paraná-Region. Die Pflanze nimmt für den Menschen lebenswichtige Mineralien aus dem Boden auf und stellt sie uns in ihren Blättern zur Verfügung. Wenn wir Yerba Mate als Lebensmittel einsetzen, dann konsumieren wir Eisen, Mangan und Magnesium, auch Vitamin A, B und C. Aber genauso Antioxidantien, die wirklich sehr wichtig für die Gesundheit sind. Mate kann, aber muss nicht nur die Zutat für ein Getränk sein. Die Mate-Frauen von Tavapi gehen noch einen Schritt weiter und sehen die Pflanze auch als Lebensmittel. Sie verarbeiten die Mateblätter zu speziellem Pulver, das man auch Speisen beigeben kann. Mit Hilfe des WWF soll sich dieses Produkt eines Tages auf dem Markt etablieren. Wir haben die Mate-Produktion selbst in der Hand. Anstatt den Mate billig zu verkaufen, wollen wir ein Qualitätsprodukt schaffen.
Und davon wollen wir dann immer größere Mengen herstellen, sodass wir eines Tages die Mate-Hauptstadt werden. Und wenn wir so weitermachen und ich das auch meinen Kindern noch beibringe, dann wird das auch lange so bleiben. Das ist unser Wunsch. Der Mate-Anbau ist nicht nur umweltschonend, das Mate-Trinken ist ein Stück Alltagskultur. Es heißt, mit Nachbarinnen und Familien zum Reden zusammenkommen. Es ist ein Zeichen, dass wir uns kennen. Anstatt zu einem Psychologen zu gehen, erzählen wir uns gegenseitig von unseren Problemen und psychologisieren herum. Wenn wir jemanden kennenlernen, der Böses will, dann erzählt mir meine Schwester das. Oder wenn jemand Gutes will, dann reden wir auch darüber. Das heißt Mate trinken für uns. Oder über Partner. Oder einfach zum Entspannen. Oder die Arbeit. Erst über Partner. Oder von Liebhabern. Im dritten Teil führt die Reise durch Argentinien, entlang Südamerikas zweitlängstem Strom. Durch die malerische Provinz Misiones, bis der Paraná bei der Stadt Posadas wieder breiter wird und die Schiffe und Barkassen größer, die Aufgaben der Kapitäne anspruchsvoller. Neben dem Paraná als Wirtschaftsweg liegt das zweitgrößte Sumpfgebiet der Welt, die Esteros del Iberá, die einstige Heimat des Jaguars. Weiter südlich rückt der Atlantik näher und damit der Weltmarkt, von dem nicht alle gleich profitieren. Bis vor den Toren von Buenos Aires der Paraná schließlich im La Plata mündet. War Ökologie lange ein Fremdwort, so hat sich dies geändert. Heute setzen sich die Bewohner für den Erhalt des weltweit einzigartigen Deltas ein.